Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die dritte Episode unseres Abenteuers, die Odyssee aus der Rubrik Eigene Abenteuer. Ja, und in der dritten Episode unseres Abenteuers, die Odyssee, gründen wir für unsere Cousine Penelope die erste Kolonie. Und wir haben zwei Koloniestandorte, Corcyra oder auch Korfu. Die reichen Weiden von Corcyra sind reizvoll für Hirten aller Art. Okay. Oder Trinakia. Normalerweise hallt das melodische Muhen von Hyperions verzauberten Kühen durch die Luft von Trinakia. Doch seit kurzem ist es auf der Insel seltsam still. Ja, wir müssen beide Kolonien auch gründen. Wir beginnen aber mit Corcyra und dann hören wir uns mal an, was uns unsere Cousine Penelope dazu zu sagen hat. Sei gegrüßt. Mir wurde ein Hilferuf von Alkinoos, dem König der Phäaken, überbracht. Sein Wunsch ist es, sich aus der Tyrannei der Zyklopen zu lösen und sein friedliebendes Volk in ein neues Land zu führen. Er hat versprochen, uns bei der Suche nach Odysseus zu helfen und uns mit dringend benötigten Vorräten zu versorgen, wenn wir ihm eine schöne Stadt bauen. Die Insel Corcyra ist nachgerade ideal für die Phäaken. Sie sind meisterliche Schaf- und Ziegenhirten, wie ihre einstigen Herren, und verstehen es, die fruchtbaren Wiesen zu nutzen, die die Zierde dieser Insel sind. Des Weiteren hat Alkinoos sehr höflich gebeten, dass wir eine Schmiede des Hephaistos in der neuen Stadt bauen. Hephaistos hat es gut mit den Phäaken gemeint und das wollen sie ihm vergelten. Ich sehe keinen Grund, warum wir ihrer Bitte nicht entsprechen sollten. Viel Glück und vielleicht hörst du ja in diesem Außenposten etwas von Odysseus. Deine Base, Penelope. Ja, diese Kolonie-Episode trägt den Namen Die Geschichte des Schäfers. Ja, und wir sollen für Alkinoos, dem König der Phäaken, eine neue Stadt gründen, und zwar auf Corcyra. Im Gegenzug versorgt er uns mit Gütern und hält vielleicht auch Ausschau nach Odysseus. Die Ziele sind, ein Heiligtum des Hephaistos zu errichten, ein Ungeheuer niederzustrecken. Wir müssen in einem Jahr 24 Stränge Wolle produzieren und in einem Jahr 10 Bronzebarren. Ja, und zu guter Letzt müssen noch 1000 Personen in einer Wohnung der Kategorie Stadthaus oder besser leben. Ja, einiges, was wir hier auf Corcyra erreichen müssen, und dann schauen wir uns mal direkt die Karte an. Ihr kennt das schon, obligatorisch in den Pausenmodus schauen wir uns hier bei Übersicht uns die Minimap an. Gut, wir haben hier im Süden ja die Küstenlinie. Oh, viele einzelne kleine Inseln. Gehen wir mal hier Richtung Osten. Okay, haben wir hier noch so Flussläufe, die hier in diese Bucht münden. Oh ja, das sieht schon sehr gut aus. Viele Gesteinsformationen, etwas Wald, terrassiertes Gelände hier. Okay, gehen wir mal jetzt Richtung Norden. Ja, haben wir hier einen Weg. Die Karte ist sehr unterteilt mit kleinen Bachläufen, terrassierten Bereichen hier. Jetzt gehen wir mal Richtung Westen. Okay, haben wir hier doch eine recht große zusammenhängende Landmasse. Ansonsten ist das hier alles sehr terrassiert und felsig. Also wirklich keine schöne Karte, um eine Stadt zu gründen hier. Ja, hier haben wir so ein Hügel und das ist, glaube ich, auch das einzige fruchtbare Land, was wir haben. Jetzt gehen wir wieder Richtung Westen. Haben wir hier jetzt wieder die Küstenlinie, ganz viele Sandbänke. So viele Bereiche haben wir gar nicht, wo wir unsere maritimen Gebäude errichten können. So, dann kommen wir hier nochmal auf diese Halbinsel. Ja, die ist auch noch recht groß und zusammenhängend, aber leider unfruchtbar. Okay, und wie gesagt, ganz viele Sandbänke, da können wir gar nichts bauen und auch gar nichts machen. Ja, dann kommen wir nämlich hier wieder zum Ausgangspunkt zurück.
Keine schöne Karte zum Bauen, aber das ist jetzt wohl hier so die Schwierigkeit bei dieser Kolonie-Episode. Schauen wir mal, was wir so bauen und produzieren können. Also, wir können auf Corsia natürlich Wohnungen der Arbeiter und auch gehobene Wohnungen errichten. Bei der Landwirtschaft haben wir weder Farmen noch Plantagen. Dafür haben wir bei Land und Meer den Fischerhafen. Und wir können Wolle und Käse produzieren. Bei Gewerbe haben wir nur Werkstätten und wir können Skulpturen und Olivenöl produzieren. Hier haben wir alle entsprechenden Möglichkeiten. Wir werden nur Piere bauen können, weil wir ja eine Insel sind, beziehungsweise auf einer Insel bauen. Wir selber sind nun halt keine Insel. Okay, hier ist alles klar. Ja, wir können bei Kultur auch alles entsprechend bauen. Bei Mythologie haben wir die Zuflucht des Hermes und die Schmiede des Hephaistos. Bei Militär können wir bei den Befestigungen alles bauen, um unsere Stadt zu befestigen. Und bei den Militärwerkstätten haben wir Triremenhäfen und den Pferdehof. Wir können keine Waffen produzieren. Okay. Bei der Ästhetik haben wir bei den Verschönerungen, Gott sei Dank, Alleen und Prachtstraßen, ja, und einiges an Erholungsgebieten, die wir nutzen können, um unsere Stadt zu verschönern. Ja, dann ein Blick auf die Weltkarte. So, Corsia ist hier an der Adria. Ja, und wir haben natürlich unsere Heimatstadt Ithaka. Kauft Wolle und Rüstung und verkauft uns Fisch und Oliven. Das ist schon mal gut. Samos verkauft Fisch. Olenos kauft Oliven. Wir haben Pylos, kauft Olivenöl, verkauft uns Bronze, Marmor und Wolle. Dann haben wir hier einen neuen Handelspartner, nämlich Ägypten. Kauft Bronze, verkauft uns Marmor, Wolle und Wein. Dann haben wir noch Ismaros, haben wir ja besiegt und ist jetzt unser Vasall. Kauft Trauben und verkauft uns Weizen, Holz und Skulpturen. Und wir kriegen eine Skulptur als Tribut. Dann haben wir nur noch hier Askania als unseren Rivalen. Braucht Oliven, produziert Holz, Marmor und Rüstungen. Gut, ja, wir können Olivenöl und Skulpturen herstellen und Wolle. Das können wir exportieren. Ja, Nahrungsmittel können wir Käse und auch Fisch produzieren. Das sollte nicht das Problem sein. Was ist nun der Plan? Ja, ich würde natürlich gerne hier auf der zentralen Landmasse meine Stadt errichten, auch das Heiligtum für Hephaistos. Wir haben dann hier die Möglichkeit, Käse und Wolle zu produzieren. Ja, und die Besonderheit ist tatsächlich, dass wir unsere Piere nur an bestimmten Stellen errichten können. Also hier können wir ein Pier errichten und hier, ja, hier und hier auch. Das ist natürlich alles weit weg von unserer Stadt. So, ich glaube, hier können wir noch ein Pier errichten oder hier. Hier geht es natürlich nicht mehr, weil die Bereiche nicht schiffbar sind. Also das wird schon ziemlich anstrengend. Weite Wege, die wir hier errichten müssen, um alles zu versorgen. Ja, das wird richtig anspruchsvoll werden und wir beginnen jetzt und bauen unser erstes Wohngebiet auf. Ja, hier haben wir jetzt unser erstes Wohngebiet, was relativ weit hier oben platziert, damit ich hier noch Platz für Stadtpalast und Heiligtümer habe. Vielleicht baue ich ja auch noch das Heiligtum für Hermes bei diesen weiten Wegen, die wir hier zurücklegen müssen. So, und dann können wir natürlich jetzt hier erstmal die Sperren setzen, das ist natürlich klar. Und wir müssen natürlich unsere Alleen bauen. Ja, hier kann die Klinik hin. So, ja. Da brauchen wir jetzt auch keine Allee zu bauen. So, und das machen wir so.
So, und hier kommt natürlich das Podium hin. Ich habe hier nochmal Anschlüsse zu diesen Terrassen gemacht, wenn wir die irgendwie noch nutzen wollen. Wobei, das brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Wir haben ja hier einen Anschluss hier. Das reicht auch. So, dann kann hier noch die Allee ein Stückchen gebaut werden. Für das Podium hier. So, ja, das passt. Gut, dann obligatorisch natürlich Architekt und Brunnen. Und dann können wir parzellieren. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig gezählt. Habe ich. Wunderbar. So, dann können wir das hier aber auch, glaube ich, schon einmal komplett parzellieren. Ne? Wir brauchen ein Stadthaus. Das heißt, hier muss das Theater hin. Das muss hier hin. Ja. Aber wir brauchen auch noch Platz für unser Gymnasium, stelle ich gerade fest. Dann nehme ich doch diese Parzelle hier weg, weil dann kommt das Gymnasium hier hin. Das müsste ja passen. Gut, ja, dann können wir den Pausenmodus jetzt aufheben. Ja, das wissen wir. Gehen noch schnell zu Gewerbe und setzen die Prioritäten bei Gesundheit und Sicherheit auf hoch. So. Ja, wo wandern denn jetzt unsere Bürger ein? Ah ja, hier vom Osten. Eben noch mal ganz kurz gucken. Hier oben können wir auch noch parzellieren. Und das passt aber wirklich genau hier mit meinem Gymnasium. Sehr schön. So, hier kommt das Silo hin. Wir kriegen ja gleich 32 Körbe Fisch von unserer Heimatstadt und wir kriegen ja auch noch, was war es gewesen? Olivenöl. Ein ganzes Warenlager voll. Das warten wir aber erstmal, dass wir genügend Mitarbeiter haben. Ja, und leider können wir die Skulptur nicht annehmen. Ja gut, damit kann ich leben. So, Silo. Dann bauen wir jetzt hier das Warenlager auf. Dann gehen wir hier mit dem Weg raus. Ja, dann bauen wir so die Warenlager hier auf. Dann brauchen wir einen Architekten, der kann hier hin. Dann möchte ich einmal hier eine Zwischenstraße bauen. 100 Personen in unserer Kolonie. So, hier kann jetzt erstmal das Olivenöl angenommen werden. Dann bauen wir jetzt noch ein Warenlager für die Wolle. So, und dann beginnen wir jetzt mal mit der Produktion von Wolle und auch von Käse. So, da müssen wir jetzt irgendwie den hier mal anschließen, diesen Hügel. Also hier geht es auf jeden Fall schon mal hoch, das ist gut. Aber wir müssen, glaube ich, gar nicht hier Wege hinbauen. Ja gut, komm. Damit unsere Hirten nicht ganz so schwer haben, geht es dann hier mit dem Weg raus. Ach du grüne Neune. Ja, dann müssen wir gucken, dass wir hier diesen Weg so, ja. Ist das hier ein Hin und Her? So geht es. Okay, dann bauen wir mal. Die können wir tatsächlich jetzt hier hinbauen. 2 Wollsammelstellen. 2 Käsereien. Eine Sperre. Einen Architekten. Oh, Sperre kann hier auch noch hin. So, und dann brauchen wir Schafe. Und Ziegen. Gut. Hätten wir das schon mal.
Dann natürlich die Klinik, hatte ich ja hier schon vorgeplant. Jetzt brauchen wir Arbeitskräfte. Wie viel brauchen wir denn? 13. Naja, gut. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich unseren Fisch und auch unser Olivenöl bekommen. Ja, der gute Architekt muss jetzt ja auch nicht so weit hier gehen. Wir können hier mal den Loop bauen. Dann können wir erstmal hier entsprechend eine Sperre noch setzen. Hier können Lagerhäuser hin. Das passt gut. So, dann gucken wir mal nach den Pieren. Wir können Olivenöl verkaufen und wir müssen Oliven dafür entsprechend einkaufen und wir können Wolle verkaufen. So, Pylos brauchen wir, die kaufen unser Olivenöl, da können wir den Marmor entsprechend einkaufen und auch Bronze, wenn wir Skulpturen herstellen. Ja, und unsere Heimatstadt natürlich, Ithaka, die verkaufen uns die Oliven. Die anderen sind recht uninteressant im Moment. Also, Ithaka brauchen wir und Pylos. Dann können wir im Moment jetzt erstmal nur Olivenöl verkaufen und bei Ithaka Wolle. Okay. Ja, wie machen wir das jetzt? So, dann ist er jetzt. Unser Fisch, unsere 32 Körbe nehmen wir an. Dann ist das Silo voll und wir können entsprechend den Lebensmittelhändler hier aufbauen. So, wir können hier Piere bauen. Ismoros ist auch ein Handelsposten, genau wie Olenos. Also, Ithaka. Ja, hier passt tatsächlich ein Pier hin. Aber hier passt keins hin, ne? Ach, diese blöden Sandbänke. Nee, hier passt tatsächlich nichts hin. Das ist schade. Auch nicht so. Also hier, ja, das ist auch das Einzige, wo wir entsprechend ein Pier bauen können. So, das Olivenöl nehmen wir auch an. Vielen Dank. Wie doof. Okay, bauen wir dann hier jetzt die Olivenölproduktion auf? Oder bauen wir sie hier auf? Ach, dann baue ich sie hier auf. So. Dann führen wir jetzt den Weg. Hier kommen wir, glaube ich, nicht durch, ne? Nein, das ist nicht möglich. Wir müssen tatsächlich hier hoch. Ein fruchtbares Gebiet hier entsprechend verbauen. Nee, aber hier geht es, glaube ich, nicht, oder? Gucken wir mal. Oh, das könnte, glaube ich, klappen. Hier durch diese Steinschluchten. Doch, das geht. Das geht tatsächlich. Ach du grüne Neune. Das ist ja ein Weg hier. Ich bin Hermes. Wer mich verehrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verleihen. Tja, Hermes, ich glaube, für dich müssen wir tatsächlich ein Heiligtum bauen, weil das ist ja echt ein langer Weg. So, dann führen wir den auch direkt hier hin und schließen das Pier an. Dann auch hier einen Architekten natürlich. Ja, dann machen wir Folgendes. Wir können ja hier unsere Oliven einkaufen und die Wolle verkaufen. Dann verkaufen wir schon mal Wolle. Sechs. Und dann kaufen wir auch direkt die Oliven ein. Ja. Und dann machen wir das nämlich ein bisschen anders.
Wir werden hier ein Warenlager bauen. Das kann jetzt hier hin. Das wird die... Ups, das war zu schnell. Das kann Wolle annehmen. Hier kann Wolle gefordert werden. Dann bauen wir jetzt hier das Pier von Pylos. Hier kann jetzt Olivenöl verkauft werden. Und hier können wir Marmor und Bronze einkaufen. Das ist gut. So, dann führen wir jetzt den Weg hier entlang. Oh, sind das lange Wege. Meine Güte. Ja, dann führen wir das doch so, oder? Das ist ja echt hier ein Wegesystem. Ja komm, dann machen wir aber hier eine Abkürzung, ne? So. Ja, das sieht richtig gut aus hier. So, der macht sich schon auf dem Weg. Ja, das hat sich ja auch ganz gut entwickelt. Die brauchen Kultur, die kriegen jetzt erstmal ein Gymnasium. So, hier können auch noch entsprechend Parzellen hin. So, und da kommt das Theater hin. Passt, gut. Ja, und mit dem Olivenöl müssen wir auch anders machen. Wir müssen alles so ein bisschen mitteln. Das Warenlager für Olivenöl. Wo kann das hin? Das ist nicht ganz so weit. Hier. Oh, dann bauen wir es doch so, oder? Genau. Hier wird es auch Olivenöl angenommen. Ja, die Sperre setzen wir mal anders. Das machen wir so. Und hier können jetzt die Olivenpressen hin. Das ist natürlich jetzt recht effektiv hier. Bauen wir mal 3 Stück. Dann kann hier das Olivenöl produziert werden. Was verkaufen wir denn hier? Hier verkaufen wir Wolle. Okay. Die Wolle haben wir hier. Und wir haben schon 500 Personen in unserer Kolonie Corcyra. Und wir benötigen Mitarbeiter. Ja, das soll sich jetzt auch ändern. Ja, ich würde gerne noch eine Käserei bauen wollen. Der Fisch ist ja schon fast aufgebraucht hier. Ja, da wandern sie ein. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir haben doch jetzt hier schon mal das ganz gut aufgebaut. Diese große Fläche ist jetzt wirklich für unsere Heiligtümer und auch für den Stadtpalast. Die sind ja alle nicht so groß, die Heiligtümer. So, hier kommen ja Gärten hin. Dann kann ich hier schon mal die Straße so bauen. Ja, das ist aber eine recht große Fläche, die wir hier nutzen können. Das bauen wir so. Ja, das machen wir hier mal ein bisschen gerader. So. Ja, der Architekt läuft natürlich ja auch wahllos durch die Gegend mit meinem ganzen Wegesystem hier. So, wir können noch weitere Wollsammelstellen bauen. Da würde ich jetzt noch mal 2 Stück bauen wollen.
So, das passt hier auch. Da bauen wir auch nochmal 2 Olivenpressen. Oh, es ist Dezember. Wir kriegen gleich unsere Skulptur. Dann bauen wir hier noch ein Warenlager auf. Und dieses Warenlager soll die Skulpturen annehmen, Marmor und Holz. Und wir brauchen hier einen Architekten. Den habe ich ganz vergessen. Schnell bauen hier. Ja, in der Stadt mangelt es an Nahrung. So, und wir kriegen jetzt unsere Skulptur. Wunderbar. Wir bauen als erstes das Heiligtum für Hermes, damit hier unsere Karren scheinbar alle ein bisschen schneller sind. So, Wolle haben wir jetzt hier auch schon drin. Das ist sehr gut, aber wir haben genug Arbeitslose. Wir sollten jetzt erstmal gucken. Wir könnten den Stadtpalast schon mal bauen. Der passt doch hier rein, oder? Ja, das gefällt mir. Architekt geht da auch entlang. Dann können wir hier noch die Allee bauen. Und dann werden wir jetzt schon mal direkt Steuern eintreiben. So, und hier kommen unsere Heiligtümer hin. Da muss ich mal eben kurz gucken, wie passen die. Also die Zuflucht des Hermes ist relativ klein. Die könnten wir tatsächlich hier hinbauen. Da müssen wir nur die Straße ein bisschen verschieben, aber das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Und dann haben wir natürlich auch noch die Schmiede des Hephaistos, die ist ein bisschen größer. Die kann hier hin. Aber dann können wir das auch eigentlich anders bauen, ne? Dann würde ich die Schmiede hier hinbauen. So. Und dann die Zuflucht hier. Ne, drehen bitte. Die passt nämlich hier noch genau rein, ne? Ja, das passt doch ganz gut. Also wir kriegen auf jeden Fall unsere Heiligtümer hier gut runter. Dafür müssen wir allerdings jetzt mal Marmor einkaufen. Hier bei Pylos kaufen wir jetzt Marmor mal ein. Ja, wo können wir denn entsprechend noch Holz einkaufen? Ja, Ismaros ist allerdings verbittert. Können wir den irgendwas schenken? Trauben brauchen die, ne? Ach komm. Dann seid verbittert, kann ich jetzt auch nicht zu. Dann bauen wir dort entsprechend den Handelsposten von Ismos. Oh, passt doch hier wunderbar rein. Sehr gut. So, Nahrungsmittel. Gerade gut genug. Das ist mir aber eigentlich zu wenig. Ja, auch hier könnten wir Folgendes machen. Wir können natürlich hier auch noch ein Silo bauen, der den ganzen Käse annimmt. Hier ist nämlich jede Menge Käse drinnen, wie ihr seht. Der Weg ist einfach zu lang zum Silo. Das machen wir anders. Ach, das passt ja alles nicht so rein. Verdammt nochmal. Ja. Bauen wir das so oder so? Bauen wir so. Dann müssen wir nur hier die Sperre wegnehmen. So. Und hier wird der Käse angenommen. Hier wird der Käse gefordert. So, und wir brauchen wieder Mitarbeiter. 25 Stück. Wir müssen echt diese Nahrungsmittelversorgung hier etwas verbessern. Also auf jeden Fall haben wir hier schon jede Menge Olivenöl. Das ist auch nicht schlecht. So, und wir haben auch schon den ersten Marmor im
Warenlager. Wir brauchen für die Zuflucht des Hermes 9. Okay. Ja, haben 12, dann können wir die doch schon mal bauen. Ich würde es ja gerne über Eck bauen, ne? Das müsste doch eigentlich passen, oder? Also wenn ich jetzt hier die Schmiede baue, kann doch hier die Zuflucht hin, oder? So, ja. Sehr schön. So, dann hier Wegeanbindung und dann bauen wir die Kunsthandwerkergilde hier hin. Und ich brauche natürlich jetzt den Wollhändler, damit hier mehr Bürger in unsere Stadt einwandern. Ja. Läuft. Nur das Geld zerrinnt uns hier gerade. Ja komm, wir bauen noch eine Käserei auf. Ja, unsere Marktfrau macht sich jetzt auf den Weg zu diesem Silo hier. Aber im Moment haben wir auf der Agora noch entsprechend Nahrungsmittel. Aber das passt ja doch ganz gut. So, da kommt schon die erste Marmorladung. So, und das Heiligtum für Hephaistos passt dann jetzt entweder so oder so. Oder so. Also, wir können uns das aussuchen, wie wir das bauen wollen. Passt auf jeden Fall alles hier. Sehr schön. Ja, der Marmoreinkauf, der ist natürlich recht teuer hier. Ich glaube, den Import von Oliven, den stoppe ich jetzt mal. Weil wir haben so viel Olivenöl, das kann jetzt erstmal verkauft werden. Wer mich erwählt, braucht sich nie wieder vor dem Feuer zu fürchten. Ja, und wir können ja, wenn wir die Schmiede des Hephaistos errichtet haben, ja Bronze abbauen. Also Bronze können wir verkaufen. Waffen können wir nicht herstellen und Skulpturen können wir auch nicht verkaufen. Ägypten kauft Bronze. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Dann können wir noch das Pier von Ägypten bauen. Mittlerweile 1000 Einwohner in unserer Kolonie Corcyra. Ja, okay, wir produzieren genau genug für unsere ganzen Einwohner. Ja, ich denke, Wolle produzieren wir auch genug. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nichts mehr machen. Ansonsten passt das eigentlich jetzt im Moment, was die Produktion betrifft, ganz gut. Ja, wir haben jede Menge Arbeitslose, das macht aber nichts. Wir müssen ja nachher hier noch entsprechend für das Heiligtum die Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Ja, Holz brauchen wir, ne? Ach, wir könnten noch Folgendes machen. Wir schenken Ismaros Olivenöl. So, mittleres Geschenk. Und vielleicht können wir nachher Holz fordern. Holz brauchen wir ja gar nicht so viel. So, ja. Aber wir brauchen nachher Holz für unser Heiligtum schon. Nämlich jetzt. Okay, gut. Dann kaufen wir ein bisschen Holz ein. Ich glaube 12 brauchen wir für das Heiligtum für Hermes. Ja. So, die zweite Skulptur kriegen wir ja gleich am Jahresanfang geschenkt, beziehungsweise als Tribut. So, hier kann auch noch eine Parzelle hin, sehe ich gerade. Ja, ich glaube, wir produzieren zu viel Olivenöl. Das sehe ich jetzt hier auch.
Naja, egal. Vielleicht kriegen wir nachher noch einen neuen Handelspartner. So, Ismaros, Dank für das Geschenk. Gern geschehen. Ist jetzt treu und würde uns auch Holz schenken. Ja, dann tun wir das doch mal. So, wieder verbittert? Ach Gott. So, nochmal Olivenöl. Ja, mit den ganz vielen Straßen gucken wir jetzt nochmal nach den Gefahren. Okay, hier ist alles gut. Hier auch. Hier auch. Hier auch. Wunderbar. So, unser Holz wird endlich eingekauft. So, wir kriegen gleich noch welches geschenkt. Dann stoppen wir mal den Einkauf von Holz. Wie die Gesundheit nimmt ab. So, wir kriegen unsere Skulptur, sehr schön. So, Tempelgebäude wird auch begonnen. Und wir kriegen 6 Holzbretter. Ah, schön. Gut. Ja, jetzt fehlt uns Marmor. Aber das neue Jahr hat ja begonnen. Dann sollten wir jetzt unser Kontingent wieder aufkaufen können. So, hier ist genug Olivenöl drinnen, das reicht. So, dieses Warenlager für Oliven müssen wir natürlich auch noch umstellen. So, ja, wir brauchen jetzt hier das Podium. Dann brauchen wir die Philosophenschule. Ja, die passt doch hier hin. Ja. Wer mich erwählt, braucht sich nie wieder vor dem Feuer zu fürchten. So, Podium kommt hier hin. So, unser Philosoph ist auch schon auf dem Weg. Ihr seht, wie sich die Wohngebäude weiterentwickeln. Neue Bürger können einziehen. Marmor wird zu unserem Heiligtum gebracht. Da steht jetzt auch bald die Vollendung bevor. Ja, und die erste Skulptur wird auch schon zum Heiligtum gebracht. Gut, das läuft sehr gut. Ich baue noch eine weitere Käserei. Ja, wir könnten natürlich bei Ithaka auch Fisch noch einkaufen. Aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Die Wege sind halt sehr lang, aber das wird sich ein bisschen verbessern, wenn wir gleich das Heiligtum für Hermes fertiggestellt haben. Dann sind sie nämlich alle ein bisschen flotter hier unterwegs. So, da sind die letzten 4 Marmorplatten. Und unser Heiligtum für Hermes ist fertiggestellt. Und auch in Betrieb. Ja, und jetzt müssen wir natürlich ab und zu mal nach unseren Ziegen und Schafen gucken. Ja, für das Heiligtum für Hephaistos brauchen wir jetzt 13 Marmorplatten. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen einkaufen. Allerdings, wir könnten Pylos mal fragen, ob sie uns Marmor geben. Das tun sie. Das ist nett. Vielen Dank. Ja, in der Stadt mangelt es weiter an Nahrung. Na komm, dann bauen wir jetzt noch weitere Käsereien. Sperre verschieben. Ja, Oliven brauchen wir jetzt nicht einzukaufen. Wie gesagt, das Warenlager ist hier pickepacke voll. Kriegen jetzt gleich noch Marmor geschenkt von Pylos. Vielleicht können wir dann schon das Heiligtum für Hephaistos platzieren.
Wer mich erwählt, braucht sich nie wieder vor dem Feuer zu fürchten. Tja, vielleicht machen wir das mit dem Silo doch etwas anders, dass wir das hier hinbauen. Und wir kriegen nochmal 12 Marmorplatten. Und das ist sehr schön. Ja, ich glaube, ich mache das anders. Ich baue das, glaube ich, hier hin. Und die Marktfrau holt jetzt hier den Käse. Reiße ich das hier ab. Und baue es hier auf. Dann brauche ich allerdings hier nochmal einen Architekten. So, und ja, ihr nehmt den Käse an. Ja. Okay, dann haben wir es ein bisschen gemittelt. Hier können wir noch Käserei oder was anderes hinbauen. So, wir können das Heiligtum für Hephaistos schon platzieren. So, wie machen wir das? So. Das brauchen wir jetzt noch nicht, das machen wir später. So, was brauchen wir hier nochmal für? 6 Skulpturen, okay. Und 44 Marmorplatten, auch nochmal 12 Ladungen Holz, okay. Eine Philosophenschule ist eingestürzt. Oh, schlecht. So, wir kriegen wieder eine Skulptur. Okay, dann schnell wieder aufbauen. Dann machen wir das so. Philosophenschule. Dann bauen wir hier noch einen Architekten auf. Dann kommt hier die Schauspielschule hin. So, Marmor ist eingekauft worden, das sieht gut aus. Dann kann es jetzt hier mit unserem Heiligtum weitergehen. Ja, wir brauchen Mitarbeiter. Das habe ich befürchtet, eine Rückentwicklung. Wir haben einfach zu wenig Nahrungsmittel. Ah, das ist echt ärgerlich. Okay, wir kaufen jetzt hier mal Fisch ein. Hier kann... Ja, wir machen es anders. Hier kann der Fisch geholt werden. So. Ja, wir kriegen die Mitteilung, dass der Zyklop angreift, und zwar in 12 Monaten. Okay. Können wir da schon die Heldenhalle bauen? Ja, wir haben hier die Heldenhalle des Odysseus. Okay, ja, die packen wir jetzt mal direkt hier hin. So. Was brauchen wir für ihn? Hohe Beliebtheit, ausgezeichnete Gesundheit. Wir brauchen 8 gehobene Wohnungen, 32 Krüge Olivenöl und 16 Amphoren Wein. Oh, du lieber Gott. Ja, dann würde ich jetzt Folgendes machen. So, Fisch kaufen wir jetzt nicht mehr ein. Dafür kaufen wir jetzt wieder Oliven ein, damit hier unsere Olivenproduktion weiterläuft. Und wir brauchen 8 gehobene Wohnungen. Also erstmal muss ich dir noch ein bisschen Holz einkaufen. Ne? Oder können wir das nochmal fordern? Ne, die sind verbittert. Das funktioniert nicht. Okay, dann nochmal 12 Ladungen Holz. Gut, Olivenöl und Wolle haben wir. Ja, die Nahrungsmittel, das wird ein bisschen schwierig werden für unsere gehobenen Wohnungen. Ja, das ist echt viel, was wir jetzt hier machen müssen. Okay, wir können schon mal Folgendes machen. Wir können die Schauspielschule bauen. Sie kann jetzt hier hin. Und das Theater. So. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Wir müssen das hier irgendwie anschließen, weil die kommen jetzt hier nicht lang. Ah, Moment, wir können doch eine Brücke bauen, oder? Moment. Brücke bauen. Hier.
Warum geht das nicht? Doch, so geht das. Und dann kommen Sie hier wieder rum. Dann können Sie einwandern. Es war ein bisschen sehr umständlich. Oder... nee. So geht das. Sie müssen jetzt leider einen Umweg gehen. Schauen wir mal hier. Ja. So geht das. Gut. Ja, wir könnten die gehobenen Wohnungen hier als langes Band bauen. Allerdings mit den Verschönerungen wird es echt schwierig werden. Allerdings brauchen wir sie auch nicht weiterzuentwickeln. Ne? Also wir brauchen die tatsächlich nur für Odysseus. Wein brauchen wir auch. Wo kriegen wir den Wein her? Bei Ägypten. Naja gut. Okay, wir können hier noch ein Pier bauen. Ja, das ist mir klar. Hier möchte ich gerne noch einen Architekten haben. So, hier müssen wir jetzt den Wein einkaufen. Wir brauchen 16 für unseren Helden. So, dann können wir hier auch noch mal ein bisschen Marmor einkaufen. Nochmal 12. Dann ist unsere Stadtkasse aber auch bald vollkommen hinüber. Aber sobald das Heiligtum für Hephaistos fertig ist, können wir Bronze produzieren. Das ist gut. Und die können wir dann bei Ägypten verkaufen. So, wir brauchen noch 4 Ladungen Holz. Okay, Holz brauchen wir jetzt nicht mehr einzukaufen. Aber Skulpturen müssen wir wahrscheinlich einkaufen. So, wir haben 6 Ladungen Holz. Okay. So, wir könnten doch Ismaros Wolle schenken, oder? Haben wir noch genug im Warenlager gehabt. Ja, hier fehlt uns jetzt der Marmor. So, aber da wurde er jetzt gerade eingekauft. Okay, dann können wir hier aber auch den Einkauf wieder stoppen. So, wir kriegen wieder unsere Skulptur von Ismaros. Haben jetzt mittlerweile 2. Und wir brauchen noch 20 Marmorplatten. Wir können hier 12 kaufen, ne? Ne, 24 können wir kaufen. Okay, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel Marmor kaufen. So, Ismaros, Dank für das Geschenk. Gerne. Kannst du uns auch Skulpturen dann jetzt geben? Ja. Dankeschön. So, dann kann das Tempelgebäude jetzt auch fertiggestellt werden. Ja, ich glaube, dann reicht es auch an Marmor. Ja, das sieht gut aus. So, wir brauchen noch 12 Marmorladungen. Die haben wir auch. Wir haben sogar 13. Holz haben wir auch, aber ich befürchte, hier passen unsere Skulpturen nicht alle hin. Brauche ich noch mal eben schnell nur für die Skulpturen ein Warenlager. Weil wir kriegen meistens 6 geschenkt. So, wir haben 16 Amphoren Wein. Okay. Und wir können schon mal Bronze verkaufen, obwohl wir sie noch gar nicht herstellen. Egal. So, jetzt warte ich auf meine Skulpturen von Ismaros. So, da sind unsere 6 Skulpturen, Gott sei Dank. So, jetzt kann es weitergehen. So, und es ist soweit.
Der Zyklop greift in einem Monat an. Oh. Das wird knapp. Aber wir müssen jetzt erstmal das Heiligtum für Hephaistos fertigstellen. Oh, wir brauchen Mitarbeiter. Dann müssen wir hier entsprechend mal den Ölhändler aufbauen. Und endlich hat sich auch hier unser Silo mal gefüllt. Ja, das wird sich gleich ändern. So, da ist er, der Zyklop. Wo ist er? Hier oben. Okay. Na, ich hoffe mal, er bleibt da oben. Ja, wir müssen jetzt ganz dringend Odysseus rufen. So, erstmal das Heiligtum für Hephaistos noch fertigstellen. So, das Warenlager hier kann weg. Oh nein, da ist er schon. Oh nein, er zerstört mein Gymnasium. Das müssen wir sofort wieder aufbauen. Okay, gut. Wenn es nur das Gymnasium ist, ist es ja in Ordnung, oder? So, die letzten 4 Marmorplatten. Ja, sehr schön. Auch das haben wir jetzt. Da haben wir auch jetzt unser Kupfervorkommen. Das müssen wir natürlich jetzt mal hier so erschließen. So, dann machen wir Folgendes. Dann bauen wir jetzt können wir nämlich die Gießereien bauen. Dann bauen wir jetzt hier mal 4 Stück auf. Die Kunsthandwerkergilde kann weg. Auch das kann ja eigentlich weg. Wir könnten die Skulpturen verschenken, und zwar an unsere Stadt Ithaka. Können wir nämlich gleich nochmal Oliven fordern. So, dann kann das hier alles weg. Das brauchen wir nicht mehr. Dafür brauche ich jetzt hier einen Architekten und wir brauchen hier ein Warenlager für die Bronze. So, das kann dann entsprechend verkauft werden. Oh, und der Zyklop wütet in unserer Stadt. Wie schrecklich. Wir müssen Odysseus rufen. So, den Wein haben wir. Wir müssen das Olivenöl zur Verfügung stellen und auch die gehobenen Wohnungen. Lohnniveau mal auf hoch. Okay, beginnen wir mit den gehobenen Wohnungen. Das wollte ich ja hier entsprechend errichten. Wo kommen wir hoch? Hier kommen wir hoch, ne? Ja. So, wie bauen wir das denn? So. Ithaka, Dank für das Geschenk, bitte gerne. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine Prachtstraße. So, und dann müssen wir hier entsprechend ein Podium bauen. Das kann so hier hin. Wir brauchen ein Gymnasium und wir brauchen ein Theater. Das kann so, wir brauchen einen Architekten. Das ist das, was wir brauchen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir entsprechend nochmal hier Prachtstraßen bauen. Und zwar hier.
Und gucken, ob wir jetzt hier gehobene Wohnungen aufbauen können. Also hier passen doch welche hin, ist nicht attraktiv genug, habe ich mir schon fast gedacht. Wir haben nur ein Denkmal, Fischteich. So. Passt denn dann da das hin? Ja, es passt. Ich möchte 3 hier haben. Ja, wir verbraten jetzt unser ganzes Geld, aber Ismaros ist wütend, das ist mir auch egal. So, dann passt doch hier noch eins hin. Wir brauchen 8, ne? Ja. Na, hier passen keine hin. Hier könnten wir ein Denkmal setzen. So, wir kriegen wieder unsere Skulptur, die wir, glaube ich, gar nicht annehmen konnten, weil wir das Warenlager abgerissen haben. Ne, komm, dann bauen wir das hier hin, das Denkmal. Nee, das ist auch nicht richtig, was ich gebaut habe hier. Das ist alles gar nicht so einfach. So, jetzt haben wir 5. So, was haben wir da? 6. Wir müssen natürlich auch einen Anschluss an die Stadt schaffen, sonst geht da kein Philosoph und Schauspieler hin. So, ich brauche jetzt noch 2. Dann haben wir es. Dann ist unsere Stadtkasse auch im Minus, aber ist mir egal, wenn ich das jetzt so baue. Das wird echt knapp werden hier. So, einen brauchen wir noch. So, Gott sei Dank haben wir jetzt unsere 8 gehobenen Wohnungen, allerdings müssen die sich natürlich hier noch entwickeln. Die brauchen jetzt noch Kultur, aber da kommen ja schon unsere entsprechenden Entertainer.
Wie sieht's aus? Wir könnten noch 2 Olivenpressen bauen hier. Wir brauchen jetzt Olivenöl. So, wie sieht es mit den Nahrungsmitteln aus? Mir fast gedacht. Wir kaufen jetzt hier wieder Fisch ein. So, und wir brauchen nochmal wieder Wolle. So, bei den Ziegen gucken wir auch mal eben. Nein, das ist alles gut. So, Bronze verkaufen wir, das ist gut. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Ja komm, wir müssen hier tatsächlich doch noch eine Philosophenschule. Die können wir hier hinbauen. Und Schauspielschule brauchen wir jetzt nicht. Aber einen Architekten brauchen wir hier. So. Dann sollten die sich auch eigentlich entwickeln. Ja, und wenn ihr euch jetzt wundert, dass wir keine Agora für das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen gebaut haben. Ja, danke. Unsere Residenzen haben genug Ressourcen, da brauchen wir jetzt erstmal nichts zu bauen. Es reicht jetzt erstmal, dass die sich hier entsprechend entwickeln. So, wir bauen doch eine Schauspielschule hier noch auf. So, Arbeitsmarkt sieht soweit ganz gut aus. Da müssen wir die Wohnung noch nicht entwickeln. So, wir brauchen jetzt Olivenöl. Okay, das müssen wir jetzt hamstern. Ja, aber wir haben ja hier genug Olivenpressen. Das sollte eigentlich reichen. Das sollte gleich hier voll sein. Wir könnten aber mal unsere Heimatstadt Ithaka um Geld bitten. Danke. Und Pylos kann uns auch noch mal Geld geben. Nein, gibt uns kein Geld. Olenos, ja, bitte. So, ihr zwei, ihr müsst euch jetzt noch irgendwie entwickeln. Was fehlt euch denn überhaupt? Ich glaube, Schauspiel, ne? Nee. Athleten. Ah, Athleten fehlt denen. Okay. Na gut, das können wir relativ schnell nochmal zur Verfügung stellen. Nämlich so. Da möchte ich auch schon mal Steuern noch eintreiben. Ja. So, ach Gott, dieser Zyklop, aber solange er tatsächlich nur hier unsere Menschen massakriert und keine Gebäude. So, wir kriegen nochmal 1000 Drachmen von unserer Heimatstadt und auch Olenos. Hat uns 1000 Drachmen gegeben, da haben wir ein bisschen Geld. So, hier können Parkanlagen hin. So, mittlerweile haben wir alle gehobenen Wohnungen hier jetzt etabliert. Können wir hier nochmal ein Denkmal setzen. Hier. Und setzen wir hier noch eins hin, oder? So, jetzt brauchen wir nur noch Olivenöl. Wie sieht es hier aus mit unserem Helden? Ja, 25 haben wir auf Lager und das dauert nicht mehr lange. Dann haben wir endlich Odysseus hier in unserer Stadt. So, wir haben alle Ressourcen für Odysseus. Sofort rufen. Gut, Olivenöl müssen wir jetzt wieder natürlich nutzen. Der weltberühmte Odysseus, König von Ithaka, ist hier. Oh, das ging allerdings schnell. Da ist er. Ja gut, er muss erstmal zu seiner Heldenhalle und dann kümmere dich bitte um diesen Zyklopen hier. Ismaros rebelliert. Ja, okay, also rebellieren, mir auch egal. So, Odysseus hat seine Heldenhalle inspiziert. Ja, und das hat das nicht weit zu dem Zyklopen, der gerade wieder unsere neuen Bürger hier tötet. So, bitte, Odysseus.
Der Zyklop ist niedergestreckt. Wunderbar. So, ich denke, wir brauchen jetzt keinen Fisch mehr einzukaufen. Da haben wir jetzt genug hier in dem Silo. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch dafür sorgen, dass hier in unserem Wohngebiet wieder Olivenöl kommt. Aber ich denke mal, das wird gleich der Fall sein. Ja, jetzt wo der Zyklop niedergestreckt ist, haben wir nur noch ein Ziel, nämlich die 1000 Personen in einer Wohnung der Kategorie Stadthaus. Das sollte kein Problem sein, hier unser Wohngebiet entsprechend weiterzuentwickeln. Bevor wir das machen, möchte ich aber hier noch mein Zentrum verschönern. Das sollte nicht das Problem sein. Ich möchte nicht meine Episode hier abschließen, ohne entsprechend alles schön zu machen. Ja, ich finde, so kann es doch bleiben, oder? Das sieht doch richtig schön aus hier. So, und jetzt können wir natürlich entsprechend die Verschönerungen in unserem Wohngebiet durchführen. Oh, eine Rückentwicklung. Olivenöl fehlt. Ja, das ist mir klar. Das Olivenöl sollte aber gleich wieder da sein, ne? So, hier noch die Verschönerung durchführen. So, dann haben die sich auch alle weiterentwickelt und vielleicht reicht das ja auch schon. Aber da ist Olivenöl schon wieder im Warenlager. Wunderbar. So, unser Ölhändler ist schon auf dem Weg. Gott sei Dank, das ist nicht weit. Ja, da entwickelt es sich auch schon weiter. Sehr gut. Das sollte jetzt reichen, damit wir diese Episode erfolgreich abschließen können. Sei gegrüßt. Mit Freuden hörte ich die Kunde, dass du Odysseus gefunden hast. Verzweiflung erfüllt mich, dass er vom Wege abgekommen ist. Schon wieder. Das Meer ist offenbar nicht meines Gemahles Freund. Ich kann kaum glauben, dass eine riesige Flutwelle das Schiff meines Gemahls erfasste und vom Rest der Flotte trennte. Wie konnte das nur geschehen? Wo kann er jetzt nur sein? Alkinoos hat in einem Sendschreiben die Schönheit der Stadt gepriesen, die du für ihn gebaut hast, und dein Geschick bei der Abwehr der Zyklopen gelobt, die den Phäaken in ihre neue Heimat gefolgt waren. Er ist dir überaus dankbar für deine Dienste, und ich ebenso. Ich freue mich auf deine Rückkehr, damit wir uns der Probleme Ithakas annehmen können. Du solltest dem guten Alkinoos die Herrschaft über Kozira überlassen und keinesfalls dem Beispiel meines irrenden Gemahls folgen. Bitte, komm bald nach Hause. Deine Base, Penelope. Ja, erfolgreich haben wir die Kolonie Kozira für unsere Cousine Penelope gegründet und alle Ziele erreicht. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht in diesem Abenteuer. Bis zur nächsten Episode wünsche ich alles Gute und sage Tschüss. Euer Dominus.